Am heutigen Vormittag verabschieden wir uns von dem wundervollen Reiseland Laos, um mit einem einstündigen Flug Siem Reap, eines der begehrtesten Touristenziele im südlichen Nachbarland Kambodscha, zu erreichen. Der nagelneue, erst 2023 eröffnete Flughafen Angkor International liegt nun fast 50 Kilometer östlich des Stadtzentrums, vor allem um Schäden an den stadtnahen Baudenkmälern durch den Flugverkehr auszuschließen. Über eine neu angelegte Flughafenstraße nähern wir uns den archäologischen Stätten rund um Angkor im Norden von Siem Reap und nutzen den auf dem Weg liegenden Krawan-Tempel für einen ersten Zwischenstopp. Unmittelbar nach der Landung machen wir uns auf den Weg über die fast noch leere neue Zufahrtsstraße. Kurz nach Erreichen der Stadtgrenze von Siem Reap zweigen wir in Richtung des archäologischen Parks von Angkor nach Norden ab. Der kleine Krawan-Tempel bildet den Auftakt unserer Besichtigungstour. Prasat Krawan ist einer der letzten Ziegelbauten aus dem 10. Jahrhundert und besteht aus 5 Vishnu-geweihten Türmen, deren Oberbau noch teilweise erhalten ist. Zur Ostseite hin sind die 5 Heiligtümer geöffnet, wobei die Innenräume mit fein ausgearbeiteten Flachreliefs verziert sind. Mit einem kurzen Blick zurück verabschieden wir uns von Prasat Krawan und steuern nun das Hauptziel des heutigen Tages, den nur 3 Kilometer weiter nördlich gelegenen Dschungeltempel Thar Prom, an. Nachdem wir die historische Region Angkor vor einigen Jahren schon einmal umfassend besichtigt hatten, konzentrieren wir uns nunmehr auf die Stätten, die uns am meisten beeindruckt haben, und möchten hier etwas mehr Zeit verbringen. Hierzu gehört eindeutig Thar Prom, wo die zum Teil verfallenen Gebäude aus dem 12. Jahrhundert der ungebändigten Natur überlassen wurden. Der Spaziergang durch das mystisch anmutende Areal, welches auch durch Szenen aus Tomb Raider bekannt wurde, ist ein in jeder Hinsicht atmosphärisches Highlight. Nun stehen wir vor dem wohl am meisten fotografierten Baum der Welt, ein Tetrameles, welcher seine Ausläufer fingerartig über das von ihm beschlagnahmte Gebäude stülpt. Nach dem ausgiebigen Spaziergang durch das einzigartige Gelände setzen wir unsere Tour mit einem kurzen Besuch des auf dem Weg liegenden Thar Keo-Tempels fort. Von dort erreichen wir mit einem kurzen Spaziergang das Siegestor, welches über die Siegesallee in die ehemalige Hauptstadt Angkor Thom führte. Der Thar Keo-Tempel gehört zwar nicht zu den Top-Sehenswürdigkeiten, reizt aber zu einer durchaus anspruchsvollen Kletterpartie mit einer lohnenden Aussicht.
Danach geht es wieder in die Tiefe und ein kurzer Spaziergang bringt uns zum Siegestor, dem nördlichen der beiden Osteingänge, welcher unmittelbar zum ehemaligen Königspalast von Angkor Thom führte. Über der Toröffnung ragen 3 Türme mit in die 4 Himmelsrichtungen blickenden Gesichtern auf, die möglicherweise König Jayavarman, den Erbauer der Hauptstadt des Angkor-Reichs, porträtiert. Ein kurzer Aufstieg auf die 8 Meter hohe Schutzmauer aus Laterit bietet eine noch bessere Sicht, vor allem auf die seitlichen Gesichter. Da wir Angkor Thom am nächsten Tag noch besichtigen werden, durchfahren wir das große Areal zunächst, denn es naht bereits der Sonnenuntergang, den man idealerweise durch einen Aufstieg auf den Tempelberg Phnom Bakheng genießt. Scharenweise zieht es die Besucher hierher, die flotten Schrittes kurz vor Sonnenuntergang nach oben eilen. Die Ruhe trügt, denn hier sind wir keineswegs die Einzigen, die sich für das allabendliche Spektakel interessieren. Mit etwas Geduld finden jedoch auch wir ein geeignetes Aussichtsplätzchen. Mit der Rückfahrt zum Hotel im Stadtzentrum beschließen wir den ersten Besuchstag. Mit frischen Kräften machen wir uns frühzeitig am nächsten Morgen auf den Weg von unserem Hotel zu der unbestrittenen Top-Attraktion des Landes, der großartigen Tempelanlage von Angkor Wat. Nun nähern wir uns dem herausragenden Nationalsymbol Kambodschas, dem einstigen Zentrum der Khmer-Kultur, auf welches sich schon bald ein erster verheißungsvoller Blick eröffnet. Fabelwesen wie die 7-köpfige Naga-Schlange bewachen den Damm, der über den fast 200 Meter breiten Wassergraben zum westlichen Haupteingang führt. Man betritt diesen über den Portikus, der sich im Zentrum einer 800 mal 1000 Meter messenden Außenmauer befindet. Im Inneren trifft man zunächst auf eine über 3 Meter hohe, 8-armige Vishnu-Statue. Nach dem Durchschreiten der Außenmauer führt eine fast 500 Meter lange Allee oder alternativ auch eine riesige Rasenfläche zum zentralen Tempel. Zunächst lohnt jedoch durchaus auch ein Blick zurück. Die Tempelanlage wurde im 12. Jahrhundert von Suryavarman II. Gebaut und diente als Königsgrab. Erst im 13. Jahrhundert wurde sie in ein buddhistisches Wat umgewandelt. Die nicht ganz optimalen Lichtverhältnisse am Morgen verbessern sich nach einer Umrundung des Tempels zur Ostseite hin. Der perfekt symmetrische Aufbau der Tempelanlage über 3 Ebenen erschließt sich vor allem bei einem Blick auf ein 3D-Modell. Nun reihen wir uns wieder in den zentralen Besucherstrom ein und nähern uns den äußeren Galerien, welche auf einer Länge von insgesamt 800 Metern mit wertvollen Flachreliefs ausgestattet sind. Über einen weiten, nahezu quadratisch angelegten Innenhof erreicht man die 2. Ebene des Tempels. Über eine steile Treppe geht es nun hinauf zur 3. Ebene. Zunächst einmal genießen wir die Aussicht auf die unter uns liegende 2. Ebene. Vier quadratische Innenhöfe mit jeweils einem Eckturm fügen sich hier zusammen.
Am Schnittpunkt der 4 Innenhöfe befindet sich der hohe zentrale Prasat. Mit der nötigen Vorsicht steigen wir wieder hinab und spazieren geruhsam zum Haupteingang zurück. Unterwegs amüsieren wir uns noch über das muntere Spiel der Äffchen im Gras. Nach einem letzten Blick zurück staunen wir noch über das bunte Völkchen, das zu einem Besuch des Tempels unterwegs ist. Nur wenige Kilometer nördlich von Angkor Wat befindet sich die ehemalige Millionenstadt Angkor Thom, deren Besuch am Westtor startet. Der 15 Meter breite Damm, der zum Westtor führt, wird von 2 Reihen von jeweils 54 Giganten flankiert. Während die linke Seite von freundlich lächelnden Devas gesäumt ist, befinden sich rechts grimmig blickende Dämonen. Auch für romantische Begegnungen scheint das Areal wie geschaffen. Wie schon beim vorher besuchten Osttor gibt es auch hier in die 4 Himmelsrichtungen blickende Gesichter. Genau im Zentrum der ehemaligen Stadt befindet sich am Schnittpunkt der Zufahrtsstraßen der Bayon-Tempel. Berühmt ist das Heiligtum vor allem für die ursprünglich 49 Türme mit meterhohen lächelnden Gesichtern, die in alle Himmelsrichtungen blicken und für die möglicherweise das Gesicht des Königs als Vorbild diente. Aufwendige Reliefdarstellungen illustrieren den Alltag der Khmer. Zumindest aus der Ferne lohnt noch ein Blick auf den pyramidenförmigen Baforen-Tempel. Letzte Station unserer Rundfahrt ist schließlich die etwas weiter nördlich gelegene Terrasse der Elefanten. Ihren Namen erhielt das über 350 Meter lange Gelände aufgrund der zahlreichen Darstellungen von Elefanten. Danach ist unser Entdeckerdrang gestillt und wir freuen uns noch über einige geruhsame Stunden am einladenden Pool unseres Hotels.